Unser heutiges Thema, die Öl- und Gasversorgung. Nun auch, was gibt's Wichtigeres? Herzlich willkommen zum wöchentlichen Marktupdate. Die guten Ergebniszahlen von Nvidia sind heute nur mehr Anmerkungen in der Ergebniswelt. Auch das Gerichtsurteil gegen die Fed-Gouverneurin Cook wird wohl nur zur Kenntnis genommen werden. Die letzten Tage, wie auch schon in unserem Ad-Hoc-Infobreak vom Montag, da dreht sich alles nur mehr um die Eskalation im Nahen Osten. Dazu habe ich aus den Diskussionen im Haus einige wesentliche Fragen herausgefiltert. Wie lange wird die Auseinandersetzung dauern? Wie lange hat der Iran ballistische Waffen und Drohnen? Welche Infrastruktur im Speziellen, welche Energieanlagen werden beschädigt und wie lange dauert es, bis die wieder vollständig in Betrieb genommen werden? Die Straße von Hormuz ist durch Angriffe des Iran de facto nicht befahrbar. Welche Auswirkungen hat das auf den Öl- und Gaspreis, aber auch auf die Produktion? Welche Lagerkapazitäten oder alternativen Versorgungswege gibt es? Muss die Produktion stillgelegt werden? Und wie reagieren die asiatischen Länder, im speziellen China, auf den Transportengpass? Dazu einige Grafiken und Bilder. Das erste Bild zeigt einen Überblick über die Region. Die bunten Punkte sind Handelsschiffe. Täglich passieren rund 150 Schiffe die Straße von Hormuz. Davon sind 30 bis 50 Tank- oder Gasschiffe. Aktuell bewegt sich hier nichts, weil durch den Beschuss des Iran der Versicherungsschutz fehlt. Im Normalfall sind das rund 20 Millionen Barrel und ca. 3,3 Milliarden Kubikmeter Flüssiggas, also ungefähr ein Fünftel des weltweiten Energiebedarfs, der hier durchläuft. Gut 80% der Lieferungen gehen nach Südostasien, im Wesentlichen China, Indien, Japan und Südkorea. Asiatische Käufer haben in den letzten Tagen den Gasmarkt aufgekauft und dadurch den Preis verdoppelt. Wir sind aber noch sehr weit weg von den Höchstständen von 2022. Beim Öl waren die Ausschläge bis jetzt mit ca. 20% begrenzt. China bezieht sehr viel Öl aus dem Iran, aber hat auch eine strategische Reserve, die für ca. 4 Monate ausreicht und weit über die von den USA kommunizierten 4 Wochen hinausgeht. Was wäre, wenn der Iran als Lieferant ausfällt? Es gibt Reservekapazitäten in der OPEC, vor allem das arabische Königreich könnte mit gut 3 Millionen Barrel binnen kurzer Zeit einspringen. Umgehen kann man den Transportstillstand derzeit nur über Pipelines. Eine 1,5 Millionen Barrel Pipeline wird von den Arabischen Emiraten betrieben und die zweite von Saudi-Arabien. Diese verläuft quer durch den Subkontinent zum Roten Meer und kann bis zu 5 Millionen Barrel transportieren, wodurch ein Großteil zwischengespeichert werden müsste. Die Speicherkapazitäten beim Öl sind sehr beschränkt. Die Schätzungen gehen derzeit von maximal 10 Tagen aus. Ansonsten müsste man alle Bohranlagen stilllegen. Der amerikanische Präsident ist an einer schnellen Lösung interessiert, denn auch die Preise an US-Tankstellen werden über kurz oder lang steigen, während das regional gewonnene Erdgas kaum Preisauftrieb bis jetzt gezeigt hat. Im Endeffekt geht es um Wählerstimmen und Gewinne der Energieunternehmen. Wie sieht die Situation in Europa aus? Die Gaslager sind am Ende des Winters im Schnitt mit 30% gefüllt, während in Spanien und Italien bereits wieder an der 50%-Marke gekratzt wird. Die Heizsaison ist mehr oder weniger vorbei und dazu meine letzte Grafik, die stellt die Entwicklung der Verstromung von Gas in Österreich seit 2019 dar, jeweils von Juli bis Juni. Die mittelblaue Linie zeigt den aktuellen Stand des Gasverbrauchs an und wenn man die Tendenz der nächsten Monate vergleicht, können wir von einer Verflachung ausgehen. Durch den Ausbau alternativer Energiequellen wie Photovoltaik oder Wärmepumpen konnte der Gesamtverbrauch von über 280 Millionen Einheiten kräftig reduziert werden in den letzten Jahren. Was wird uns in den nächsten Tagen beschäftigen? Erstens einmal die Sorge um steigende Inflation. Zweitens einmal gesperrte Lieferwege. Und drittens, umso länger es dauert, umso stärker sind die Auswirkungen auf Konjunktur- und Aktienmärkte. Aber auch das liegt nicht im Interesse des amerikanischen Präsidenten. Mit diesem aktuellen Status verabschiede ich mich. Bis demnächst. Gesund bleiben.
Euer Larry.